und herzlich willkommen zum ersten Video aus der AJ's Garage. Ich bin der Jochen und ich habe mir ganz blind und blauäugig ein Auto aus dem Internet gekauft. Es kommt direkt aus Japan und ist folgendes. Die Kenner unter euch haben sofort gesehen, um was es hier geht. Für die, die das Auto nicht kennen, ein kleines Filmchen. Kommen wir mal zum Zustand von diesem Nissan. Es ist ein 1971er Nissan Skyline. Gucken wir mal schön durch, was wir alles zu machen haben. Da vorne seht ihr, da hat er ziemlich Rost. Ja, hier entlang, der ganze Lack ist nicht mehr so toll. An dem Auto ist auch gespachtelt worden. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, da vorne hat sich so der Spachtel ein bisschen gelüpft. Ja. Wenn wir mal so weitergehen, hier, weiß nicht, ob ihr sehen könnt, da vorne ist ein bisschen Flugrost. Ja. Hier sind ein paar Bohrungen, wahrscheinlich damit das Kondenswasser raus kann oder so. Ja. Wenn wir hier hochgucken zur Türe, da vorne löst sich die Spachtelmasse, ist gerissen. Ja. Das Fahrzeug, man sieht, hat einiges an Patina. Ihr seht, ich habe hier schon die Bremse offen. Als ich das Fahrzeug abgeholt habe aus Bremerhaven, waren die Bremse fest. War ein bisschen unglücklich, wenn wir hier noch in der Radkasten reingucken. Ja, hier haben wir ein bisschen Flugrost. Genau. Ja, der Auspuff, das ist natürlich zweitrangig. Den haben sie mal mit irgendeiner Nudeldose geflickt. Da ist trotzdem noch ein großes Loch drin. Da müssen wir gucken, was wir machen. Ja, der Zustand von hinten, eine leichte Beule drin. Ein bisschen einen hat er mal auf die Stoßstange gekriegt. Endspitze hier ist Flugrost, die scheint aber ziemlich fest zu sein. Ja, hier ist alles mal überlackiert worden. Nun, wenn wir da weiter gucken, Radkasten, ja. Alles dran. Auf der Seite Schweller, da ist der Gummi drauf, wo diese 4 Löcher abdeckt. Auf der linken Seite fehlt er. Wird auch spannend, ob man diese Teile alle kriegen. Ihr seht hier Bläsle vom Lack, Rostbläsle. Ja, hier Flugrost, ja, vordere Radkasten. Ja. Alles mit Flugrost übersät, aber es geht. Kommen wir zum Unterboden. Vom Prinzip her, ja, hier ein bisschen Öl verschmiert um die Kardanwelle. Das ist normal. Der innere Schweller auf der linken Seite Flugrost. Aber fällt euch was auf? Also ich sehe hier keinen Unterbodenschutz. Ja, das hier ist irgendwann mal KTL beschichtet worden, im Werk natürlich. Und trotzdem hier nur Flugrost. Ja? Wenn ihr das so anguckt, genau. Getriebe, ja, hat ein bisschen mit Öl vernebelt und so weiter. Sonst sieht er eigentlich von unten hier vorne, wenn ihr das seht, Flugrost. Ja, aber wer schon mal ein Auto gerichtet hat, sieht hier, dass hier eigentlich noch kaum jemand irgendwas geschweißt hat. Ja, also ich sehe hier keine Schweißnähte am Unterboden, keine eingesetzte Bleche. Ja, hier hat noch niemand was geschweißt. Das Einzige ist, typisch japanisch, der Lack vom Äußeren. Haben die Kollegen überspachtelt, überlackiert, wie es die Japaner so gern machen. Ja.
Hier hat er ein bisschen was abgekriegt mal. Ist aber alles nicht schlimm. Werden wir in den Griff kriegen. Ihr seht hier oben, ist auch mal Spachtelmasse abgeplatzt. Ansonsten, an dem Auto ist alles dran. Aber alles eben mit Patina. Genau. Wie ihr seht, die vorderen Federbeine sind schon ausgebaut. Da erfülle ich mir jetzt einen lang gehegten Traum. Ich werde hier ein schönes Sportfahrwerk reinmachen. Dazu aber in einem anderen Video mehr drüber. So, natürlich gibt es noch die Geschichte, wie ist das Auto zu mir gekommen, wie hat der Kauf stattgefunden, wie war die Abwicklung. Wenn das euch interessiert, lasst einen Kommentar da, dann machen wir da ein eigenes Video drüber, ist gar kein Problem.